Ich habe dann sehr bald angefangen, als Kind mit 4, 5 Jahren, dass ich immer Champions League gucken wollte. Und da wollte ich immer nur Bayern. Und da war ich sofort, okay, das ist mein Verein. Ich bin der Chris aus München, 34 und wohne seit 8,5 Jahren in Barcelona, weil es immer mein Traum war, hier zu leben. Alles klar? Klar, Mann. Ich komme aus München, habe aber in Brasilien gelebt und dort Footvolley kennengelernt. Das ist wie Volleyball, nur ohne Hände. Das heißt viel Brust, Beine, Kopf. Und das ist ein Sport, der mega Spaß macht. Den will ich euch heute mal zeigen. Soy un humilde entrenador que está intentando promocionar y fomentar el deporte aquí en Barcelona. A princípio hicimos una clase para divertirnos y eso fue creciendo y ahora actualmente tenemos 200 miembros. Ich war richtig überrascht, was für eine Sportstadt Barcelona ist. Das sieht man aber auch, wenn man sich bei jedem Ranking anschaut, wo Spanien ist, weil sie einfach alle sportverrückt sind. Und Spanien ist eben auch durch den Strand, will jeder fit sein. Und in jedem Sport findet man Leute, die es mit riesen Passion auf sehr hohem Niveau betreiben auch. Hey Jackie, danke für das super gute Spiel. Ja, lustig war. Wie lange spielst du schon? Ich spiele Football seit bald 10 Jahren. Ich habe das kennengelernt in Österreich. Der Sport kommt ja aus Brasilien und wird vor allem auf den Stränden gespielt. Und da sind wir jetzt und haben gerade eine sehr lustige Session hinter uns. Ich spiele im österreichischen Nationalteam und in Österreich hat man ja, wie wir leider wissen, keinen Strand und nicht das ganze Jahr Sommer. Und deswegen wohne ich jetzt da, um mich da bestmöglich für die europäischen Turniere vorzubereiten. Das ist einfach unglaublich, unglaublich schön. Tapas-Bars sind total berühmt hier. Also die Kultur, dass man daheim ist oder daheim sich trifft, gibt es hier viel weniger. Also Fun Fact, in Spanien gibt es mehr Bars als in jedem Land der Welt. Also mehr als in China und den USA, wo viele Menschen leben. Man trifft sich immer in Bars. Dass man sich daheim trifft, ist ganz, ganz selten. Ist immer in der Bar, zum zusammen was essen und zusammen was trinken. Wir sind direkt vor Casa Mila. Das wurde auch La Pedrera genannt, der Steinhaufen und eines der schönsten Häuser in der ganzen Stadt. Wie ich hergezogen bin, dachte ich mir erst, alles schaut so aus hier. Ich bin vorbeigelaufen und so, die Spanier bauen so. Aber ja, das ist doch ein besonderes Haus. Jetzt ist 10 vor 6, also genau Zeit für den Weg zum Stadion und Tapas dort mit Olli.
Da ich aus der Region Ebersberg komme, also genau bei München, war Fußball für mich immer ein sehr wichtiger Ort. Und seit ich 3 Jahre alt bin, war ich im Fußballverein. Mein Vater habe ich reingeschickt sofort. Und mein Vater war immer 60er-Fan. Aber ich habe dann sehr bald angefangen, als Kind mit 4, 5 Jahren, dass ich immer Champions League gucken wollte. Und da war natürlich immer nur Bayern. Und da war ich sofort, okay, das ist mein Verein und ich will einen Verein, der international auch viel bewegt. Was mir so oft gesagt wurde in München, vor allem auch hier, was mir noch mehr auffällt, weil für Spanier bin ich blond. Für Deutsche nicht, aber für Spanier bin ich blond. Die sagen immer, du schaust aus wie Thomas Müller. Te parece mucho a Thomas Müller. Willkommen in Barcelona, Mann! Endlich! So lange nicht gesehen, Mann. Welcome So to schön. the city. Lass was trinken gehen, auf geht's. Ich bin ready. Wie hoch gewinnen wir heute? 3-0, glaube ich. Olli aus München, der hierher geflogen ist für das Spiel. Ich kenne ihn, seit ich 7 Jahre alt bin von der Schule und er ist der Mensch, mit dem ich am meisten über Fußball rede. Also bei jeder WM rufen wir uns jeden Tag an, auch bei Champions League-Spielen, Bundesliga-Spielen wichtigen und reden da stundenlang über Themen, die uns einfach begeistern. Bin gespannt. Seit er nach Barcelona gezogen ist, vor 10 Jahren roundabout, komme ich immer 5 bis 10 Mal ihn besuchen in Barcelona und habe immer einen Schlafplatz beim Chris. Freue mich mega, wenn ich ihn besuche und dann klappt nicht immer, dass wir ein Fußballspiel schauen können. Umso besser, dass wir heute uns das Bayern-Spiel anschauen können gegen Barcelona. Freue mich mega. Also es wird überragend. Der FC Bayern wird in Spanien generell mit riesen Angst betrachtet. Weil sie einfach so oft schon verloren haben gegen Bayern in wichtigen Spielen. Deswegen will immer keiner irgendwann gegen Bayern spielen. Also einfach, weil es einfach so, die sagen, die sind so präzise und eiskalt. Und da haben sie Angst vor. Und mit präzise und eiskalt meinen sie oft auch Müller. Schieß doch! Thomas Müller schießt! Tor! 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 Thomas Müller! Und Müller mit dem Tor! Und Thomas Müller mit dem 3:0! Tor! 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 Müller! Der Müller macht's schon wieder! Da ist der Barcelona-Experte! Weil die Spanier verstehen Müller nicht. Die sagen einfach, wir verstehen ihn nicht und macht uns noch mehr Angst. Weil einfach, er macht immer die wichtigen Tore, ist immer da am richtigen Ort und der Raumdeuter und bei der Verpolisierung der Angst vor ihm ist Müller. Einfach so, verstehen wir nicht und haben da Angst vor.
Champions League reißt mich ohne Ende mit. Das packt mich so wie eine WM. Das packt mich einfach komplett mit.